Seid ehrlich, wer von euch hätte gedacht, dass dieses Video noch kommen wird? Hey meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Heute starten wir mit dem zweiten Format auf diesem Kanal, in dem ich mir 10 von euch gestellte Fragen aussuchen und in diesem Video beantworten werde. Ich dachte, dass dieses Format eine schöne Möglichkeit wäre, unter anderem für die YouTube-Community mir Fragen zu stellen, auf die ich dann antworten kann. Zum anderen wäre die Playlist mit den Q&A-Videos ein bisschen wie ein persönliches Archiv, um zu sehen, wie sehr sich meine Meinungen und auch Interessen über die Jahre verändern. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal für das Anschauen und Kommentieren meines neuen Videos bedanken. Ich habe mich sehr über das ganze positive Feedback gefreut und freue mich auch schon auf das nächste Video, was vielleicht für den ein oder anderen aus meiner Community interessant sein könnte. Und ich muss mich dafür entschuldigen, dass das Video so spät kommt. Eigentlich hatte ich direkt für Anfang September dieses Video geplant, aber es sind zwischendurch sehr viele Dinge, vor allem privat passiert, wodurch sich das Video leider weiter nach hinten verschoben hat. Die gute Nachricht ist, dass ich zwischendurch trotzdem weiter an Videos gearbeitet habe, sodass die nächsten Monate es mit den Uploads wieder etwas besser laufen sollte. Natürlich erwartet euch demnächst auch noch das neueste AMV, an dem ich gearbeitet habe, und am Ende des Videos habe ich noch eine wichtige Frage an euch als meine Zuschauer, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt und das Video bis zum Schluss schaut. Gut, nach diesem kleinen Vorwort starten wir jetzt in das eigentliche Video und beantworten euch ein paar Fragen. Erste Frage: Wie kam unsere Lucy eigentlich darauf zu streamen? Das ist eine sehr gute Frage. Angefangen zu streamen habe ich, weil mein Mann, damals noch mein Verlobter, und ich zusammen auf der Couch gesessen und Reactions geguckt haben. Ich habe mir dann zwischendurch immer wieder die Fernbedienung geschnappt und das Video pausiert und meinem Verlobten die Meinung dazu gesagt und nach seiner gefragt. Daraus ist dann immer wieder eine kleine Diskussion entstanden, bis wir zu dem Punkt kamen, dass wir gemerkt haben, dass wir eigentlich das Video fertig gucken wollten. Teilweise haben wir für ein Video von 20 Minuten dann 2 Stunden gebraucht. Als das dann immer wieder passiert ist, meinte mein Freund irgendwann: Hey, warum fängst du nicht mit Reactions an auf Twitch? Und am Anfang war ich komplett dagegen, weil ich der Meinung war, dass die Meinung von einem Lurch, wie ich es bin, sowieso niemanden interessiert. Irgendwann hat er mich dazu überredet und ich habe mit Reactions angefangen. Meine ersten Videos auf YouTube bekamen dann so viele Dislikes und negative Kommentare, dass ich irgendwann so entmutigt war, dass ich mit meinem Content komplett auf Gaming umgestiegen bin. Im Zuge meiner Therapie habe ich dann sehr vieles gelernt in Bezug auf mich selbst, dass ich dann meinen Weg zum Reaction-Content wiedergefunden habe. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung damals getroffen habe, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, mit meiner Community zu diskutieren und über die unterschiedlichsten Themen zu sprechen. Falls ihr Interesse daran habt, euch meinen Reaction- und Gaming-Content anzuschauen, schaut gerne in die Beschreibung. Zweite Frage: Wie hat sich dein Leben in Bezug auf Freunde, Familie etc. verändert, seitdem du YouTube, Twitch machst? Bei dieser Frage würde ich alles getrennt voneinander beantworten, weil die Reaktionen ganz unterschiedlich waren. Da ich mit meiner Familie seit knapp 4 Jahren keinen Kontakt mehr habe, nehme ich hier Bezug auf die Familie meines Mannes. Bei seiner Familie war es am Anfang eher negativ, mittlerweile wird es so akzeptiert und anerkannt. Gerade zu Beginn mit Twitch und YouTube war ich arbeitslos und hatte mich im Zuge dessen aufgrund von körperlichen und seelischen Problemen dafür entschieden, mich selbstständig im Social-Media-Bereich zu machen. Was wohl bei den meisten Menschen, und das war auch bei der Familie meines Mannes so, eine gewisse Skepsis und Sorge mit sich gebracht hat, weil der Erfolg alleine schon in der Selbstständigkeit und dann auch noch in der Öffentlichkeit eher vom Glück abhängig ist. Mit der Zeit und zunehmendem Erfolg wurde das dann immer mehr innerhalb der Familie anerkannt und akzeptiert. Meine Schwiegermutter freut sich auch schon auf die ersten Placements für Heißluftfritteusen. Mittlerweile ist es für die Familie meines Mannes eine ganz normale Tätigkeit. Bei meinen Freunden war der Beginn meiner Selbstständigkeit ein bisschen anders. Meine Freunde waren von Anfang an sehr bestätigend und haben mich sehr dazu motiviert, mit YouTube bzw. später auch mit Twitch anzufangen, weil sie wohl wie mein Mann ein gewisses Talent in mir gesehen haben. Damals ging es noch viel um meinen AMV-Hauptkanal, weil ich schon immer Videos geschnitten habe und diese dann eben nur in meinem Freundeskreis vorgeführt hatte, bis irgendwann der Vorschlag kam, mit YouTube anzufangen, was meine Freunde begeistert unterstützt haben. Späterhin, als Twitch dazu kam, kamen dann die Sprüche wie: Wir könnten dann zusammen streamen, was ich entschieden abgelehnt habe, weil ich meine Freunde nicht unbedingt im Stream zeigen wollte, was aber kein größeres Problem war. Ansonsten wird das mittlerweile wie ein ganz normaler Beruf in meinem Freundeskreis angenommen. Dritte Frage: In welchem Land würdest du gerne leben, wenn du könntest? Da muss ich überlegen. Also ich hatte tatsächlich mal Japan im Sinn gehabt, aber da mein Mann dort auch arbeiten müsste, wäre das sehr schwierig, weil er kein Japanisch und die Japaner Schwierigkeiten mit Englisch haben.
Dann hatten wir einmal darüber gesprochen, nach Amerika auszuwandern, weil da die Sprache kein Problem wäre, aber dafür das Gesundheitssystem. Ich bin durch meine Vorerkrankungen sehr auf medizinische Hilfe angewiesen und auch wenn man als Influencer den Vorteil hat, überall arbeiten zu können, muss privat auch alles passend sein. Aktuell haben wir tatsächlich England im Gespräch, weil ich das Land aufgrund des viktorianischen Stils und der Architektur einfach unglaublich schön finde. Wenn das auch nicht klappen sollte, dann eventuell Madeira, weil ich sehr gerne in der Nähe vom Meer leben würde. Ich mag Sonne und Strand, deswegen käme eventuell auch Italien in Frage. 4. Frage. Welche Instrumente kannst du spielen? Ich spiele Gitarre, kann aber auch Flöte spielen und versuche mir noch in meiner Freizeit Klavierspielen beizubringen. Mehr schlecht als recht muss man dazu sagen, weil ich das aus zeitlichen Gründen aktuell nicht wirklich gut umsetzen kann. 5. Frage. War die Heirat ein Herzenswunsch von euch beiden oder ein praktischer Aspekt, Steuern und so? Das war ein Herzenswunsch von uns beiden, weil wir zum Zeitpunkt unserer Heirat schon ungefähr 3 Jahre verlobt waren. Wir wollten uns vorher nur eine stabile Lebensgrundlage aufbauen. Dazu kam noch, dass ich im April, August oder Oktober heiraten wollte, weil das ganz besondere Monate für mich sind. Außerdem ergibt sich aus dem ausgewählten Tag und dem Monat ein kleines Zahlenspiel, welche sich auf uns zurückführen lassen und ebenso eine ganz besondere Bedeutung für uns haben. Damit wollte ich unsere Bindung zueinander noch einmal auf eine ganz kreative Art und Weise zum Ausdruck bringen. Späterhin wird unsere Heirat in Bezug auf Steuern sicher zum Vorteil sein, war aber nicht der ausschlaggebende Punkt, um uns endlich das Ja-Wort geben zu können. 6. Frage. Wie hieß der Song, den du bei dem ersten AMV benutzt hast? Mein erstes AMV, was ich mit Vegas Pro gemacht habe, war das AMV Demons. Das Lied war ursprünglich von Imagine Dragons, aber ich habe ein Cover benutzt von Boys Avenue. Als ich dieses Lied gehört habe, war ich einfach schockverliebt, weil der Text so viel Aussagekraft hatte. Es wurde unglaublich emotional gesungen und die Geschichte wurde aus 2 Perspektiven erzählt. Einmal aus der Sicht eines Mannes und aus der Sicht einer Frau, was die Grundlage für ein Video gegeben hat, welches die Gefühle von beiden Parteien zum Ausdruck bringen kann. Das war mit dem Originallied leider nicht möglich. 7. Frage. Hast du jemals ein AMV gemacht, wo es nicht um die Aufarbeitung von Geschehnissen aus der Vergangenheit gegangen ist? Ja, davon gibt es einige. Meine Videos arbeiten unter anderem Was-wäre-wenn-Szenarien auf, was man zum Beispiel in dem Video I Can Fix Him sehr gut sehen kann. In diesem Video geht es oberflächlich beschrieben für mich um die Frage, ob ich eine Person bin, die diese Ich kann ihn ändern oder ich muss nur das und das tun, dann wird es ganz bestimmt besser Mentalität besitzt. Und wenn, wie lange es dauert, bis ich mich davon lösen würde. Dazu kommt natürlich noch ein genaueres Video, in dem ich das Thema nochmal komplett aufarbeiten werde. Ein anderes Beispiel wäre auch das Video My Boy Only Breaks His Favorite Toys, was zu einem meiner absoluten Lieblingsvideos gehört. Darin arbeite ich die Vorstellung einer Beziehung auf, die, wie ich sie zumindest in meinem Kopf durchgespielt habe, auf einer Ebene passieren würde, die niemals zu einem Happy End führen würde. Andere AMVs mache ich aber auch für Freunde bzw. Menschen, denen ich etwas vermitteln möchte, es aber mit meinen Worten nicht richtig kann. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel das Video Forever Winter, in dem ich meinen Zuschauern suggerieren wollte, dass egal wie schlimm es im Leben wird, sie niemals alleine sind und jemand wie ich genauso durch diese Gefühle gegangen ist. Es gibt aber auch genauso AMVs, in denen ich mir Gedanken über meine Gegenwart bzw. Zukunft mache. Was aber meistens ein kernlegendes Thema ist und sein wird, ist die Liebe. 8. Frage. Wie viele fertige AMVs von dir existieren, die du noch nicht veröffentlicht hast? Ein paar sind es tatsächlich, aber die habe ich aus dem Grund nicht hochgeladen, weil es meine ersten Werke mit dem Windows Movie Maker waren. Dementsprechend schlecht ist die Qualität. Die Videos sind sehr stark verpixelt und kaum zu erkennen, wenn man den Inhalt nicht kennt. Es ist sehr schade, da ich gerne meine ursprünglichen Anfänge gezeigt hätte, aber ich habe bisher keinen Weg gefunden, die Qualität irgendwie aufzubessern. Deswegen werden diese Videos wohl nie ihren Weg in die Öffentlichkeit finden. 9. Frage. Wirst du KI als Werkzeug für deine AMVs nutzen oder machst du es schon? Das ist eine interessante Frage. Für meine Arbeit nutze ich keinerlei KI-Tools und aktuell habe ich das auch nicht vor. Ich möchte meine eigene kreative Energie so gut ich kann in meine Videos einfließen und die Zuschauer an meinen selbst erstellten Inhalten und dem, was ich in meinem Kopf sehe, so gut wie möglich teilhaben lassen. Was ich mir tatsächlich in Bezug auf KI überlegt habe, war, dass die KI eventuell meine Thumbnails erstellen könnte, weil ich einfach, was Thumbnails angeht, ein absolut unkreativer Mensch bin. Manchmal habe ich Glück und ich bekomme sehr schnell ein geeignetes Thumbnail hin, was auch viele Leute interessant genug finden, um sich das Video anzusehen, aber das passiert mir leider noch viel zu selten. 10. Frage. Wie viele Tage, Wochen hast du bei einem AMV am längsten gebraucht?
Das längste waren 2 Monate an dem Video Casualty. Da habe ich teilweise auch Nächte durchgearbeitet, weil es mir zum einen unglaublich viel Spaß gemacht hat und zum anderen, weil ich es unbedingt so schnell wie möglich fertig bekommen wollte. Aber vielleicht schaffe ich es dann noch, diesen Rekord zu brechen. Das war's an dieser Stelle mit dem ersten Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und falls eure Frage nicht beantwortet wurde oder ihr noch mehr Fragen habt, dann schreibt mir eure Fragen sehr gerne unten in die Kommentare. Was ihr mir auch sehr gerne in die Kommentare schreiben könnt, ist, welches Video, in dem ich die Story und das Making-of erkläre, ihr als nächstes sehen wollt. Ich habe euch 3 Videos zur Auswahl gestellt und die glücklichen Auserwählten sind einmal The Smallest Man Who Ever Lived, Midnight Rain und East of Eden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt und das mit den meisten Kommentaren bzw. Likes wird das nächste geskriptete Video. Ansonsten könnt ihr euch in sehr naher Zukunft schon auf das nächste AMV freuen, denn auch das steht kurz vor seiner Vollendung. An dieser Stelle würde ich mich freuen, wenn ihr in die Beschreibung schaut. Dort findet ihr weitere Videos und Kanäle von mir, genauso Möglichkeiten, wie ihr mich unterstützen könnt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald im nächsten Video wieder. Bis dann!